Hey Freunde, willkommen zurück, Fragrance Talk. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute stelle ich euch einen alten Bekannten vor, und zwar Herold von Parfums de Marly. So, die Frage ist aber, geht dieser Duft 2021 noch? Natürlich geht der 2021 noch. Und gleich vorweg, das ist ganz wichtig, er hält die aktuelle Version 221, die hält 9 bis 10 Stunden in der Nase. So. Die Silage ist also stark. Haltbarkeit auf den Klamotten. Ich hatte den nach 2 Tagen noch auf den Klamotten. So. Und ich habe ihn wirklich nach 12 Stunden noch wahrgenommen. Geiler Duft. Meine Frau macht ihn so und so. Sie hat geschwärmt nach einigen Stunden noch. Das heißt, dieser Batch ist richtig nice. So, aber gleich vorweg. Ich weiß aus erster Hand, Parfums de Marly gibt nicht Batches raus. Das heißt, ihr könnt eingeben, was ihr wollt. Egal was da steht, das ist nicht richtig. Es gibt welche, die mögen das nicht, zum Beispiel Rassasi macht es, die arabischen mögen das gerne, die schreiben sogar mit Datum drauf, ist auch nice auf einer Hinsicht, aber hier steht auch manchmal Error und so weiter. Parfums de Marly macht es nicht gern. Also Leute, gleich schreibt nicht unten, welcher Batch ist das und so weiter. Aktuelle Version, es wird jetzt nicht irgendwo, also keine Ahnung, ob wenn ihr jetzt mal Douglas geht und ihr findet den da und so weiter, ich werde den unten natürlich verlinken, das heißt, bei der Parfümerie Kerner, da kriegt ihr die aktuelle Version. So, und die ist richtig gut. Natürlich ist Haut anders. Jede Haut ist anders. So, Moleküle, Feuchtigkeit, kommt davon, wie das Wetter ist. Aber bei mir, ich habe das jetzt nicht nur einmal getestet, ist wieder richtig nice. Und ich muss auch wahrscheinlich das ändern. Ich hatte ihn ja früher schon mal. So, und jetzt habe ich ihn wieder, ne? Herbst, habe ihn lange nicht getragen. Und ich muss sagen, er ist jetzt wieder meine Nummer 1, auch vor Layton. Ja, genau, vor Layton auch. Weil, wenn man, und gleich vorweg, auch für Leute sagen, ich habe nie, weil ich mich letztens einen angeschrieben habe, ich habe nie gesagt, oder ein Livestream war das, ich habe nie gesagt, dass Parfums de Marly Mist ist. Ich habe nur gesagt, ob das jetzt wirklich Nische ist, das sei dahingestellt. So. Ne, das Nische ist ein Begriff, Nische ist, heißt das Wort ja schon. Nische, es darf da nicht so viel von geben. Deswegen zum Beispiel Tom Ford auch keine Nische. Tom Ford hat tausende Düfte. So, Parfums de Marly auch. Und dann natürlich manchmal die Qualität. Aber trotzdem, und ich habe auch gesagt, ja, Kopfnote ist wirklich, wie bei Paco Rabanne manchmal, die flasht ein. So, und manchmal hat man dann das irgendwann mal über, aber spätestens zum Herbst, Winter hat man Bock wieder auf Parfums de Marly. Und Parfums de Marly hat hat ja keinen schlechten Duft, habe ich nie gesagt. Und Herold der war früher 2000, wo ich ihn hatte, das ist 2018, 17, weiß ich gar nicht, da war das nicht so stark, so. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Ich habe ihn aber gut gebraucht, dann habe ich aber keinen Bock mehr gehabt und habe ihn verkauft. War dumm, natürlich war das dumm. Aber jetzt habe ich ihn wieder, wirklich geil. Also dieser Shisha-Tabak, Vanille, Patchouli und so weiter, Kirsche im Endeffekt, das ist, Mann, ich sag euch eins, ihr wollt ja immer wissen, sag mir mal Top 10 deiner Düfte, wohl 10 ja noch viele ist, die manchmal sagen, sag mir deine Top 3, fast unmöglich. Welche Düfte würdest du behalten, wenn du alle aufgeben würdest? So, er wäre auf jeden Fall dabei, sage ich dir. So wäre er dabei. So kenne ich auch Herold ganz am Anfang. So gehört sich das. Und so ist Herold wirklich ein ein hammergeiler Duft. So, Fazit. Natürlich funktioniert das 2021. So, unten verlinkt. Haut rein, wer den Duft vermisst hat, so wie er ist. Geil. Der ist hier, auch hier. So war das früher auch nicht. 2018, glaube ich. Die Stärke. Er ist wirklich... Oh, es ist geil. Also, wer Shisha-Tabak macht, ist so verliebt in diesen Duft und so weiter. Und ich habe Layton, auch Layton Exclusives, auch Pegasus Exclusive und so weiter und so fort. Meine ganzen Düfte, die ich von Parfums de Marly habe. Ich werde irgendwann mal die komplette Reihe vorstellen nochmal. Ich werde im Winter aber wahrscheinlich erstmal die arabische Line nochmal vorstellen und so weiter. Und dann wird vielleicht im Neujahr oder so, Januar werde ich dann mal vielleicht die ganze Reihe vorstellen. Aber der hier ist wirklich von allerfeinst, wenn er so ist, wie er jetzt wieder ist. So gehört sich das, Punkt. Und da heißt auch mal ein Dankeschön an Parfums de Marly, weil so gehört sich das, so finde ich das geil. Nicht schwächer machen, wieder stärker, wieder ins alte, oldschool-mäßige zurück und nicht anders. So, also Leute,
Holt euch Herod, haut rein, nehmt meine Prozente und dann kriegt ihr noch eine günstiger und dann habt ihr wieder einen der geilsten Herbst-Winterdüfte auf diesem Planeten. So, und das ist kein Bla, das ist so. So, es ist einfach so. Parfüms Mali nochmal. Macht geile Düfte. Hat auch keinen schlechten Duft. Hat keinen schlechten Duft. So, auch Galloway ist kein schlechter Duft zum Beispiel. Weil viele das sagen. Galloway ist ein schöner ja, so ein altes Buch, so stiftemäßig hier, wie heißt er? Egal. Geiler Duft. Trockener Duft. Kommt richtig gut. Auch gut. Orjan, komme ich später zu. Geiler Weihnachtsduft zum Beispiel. Ach und so weiter. Und hier auch. Das ist wirklich der Duft und der ist jetzt, er hat Layton, ich könnte jetzt Layton auch hier sprühen, ich weiß, ihr kennt mich, ich bin in Layton verliebt, aber wenn ich das hier so riecht, das ist Herod und das ist dann unschlagbar. Also Leute, macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.